The following video comes from a real estate agent who caught something pretty creepy while filming herself on camera. She was filming a video for clients who are interested in buying the house she's selling. She often does video tours of houses that clients have requested to see. In this case, a few clients had requested to see a property during the evening as they wanted to see how the interior lighting appears at night. So, she arrives at night and starts her video tour with an introduction. But as she records, she captures this. Was sind das denn für Geräusche alles? Was sind das denn für Geräusche? Sie geht einfach nur... Hört, was ist denn das? Hört euch das mal an. Okay, ich möchte gerne... Warte mal. Ich mache mal kurz ein kleines Video für ein Haus, was ich verkaufen will. Also... Das Haus hier ist in Berlin, schön gelegen, direkt an dem Fluss. Ich habe gerade das Fenster offen, tut mir leid, also heute ist noch relativ ruhig. Manchmal sind die Nachbarn ein bisschen laut, das ist halt Berlin, das ist Berlin, deswegen lebt man hier. Die Wohnung hat 3 Zimmer, alle sind klein. 3.000 € warm, also so 20 Quadratmeter, also das ist schon ein Luxusding, ne? Nachbarn sind recht freundlich. Manchmal ein bisschen... Hier kommt mal einer rein, Querschläger, aber ist schon okay. Das ist... Was hat die denn da für Lautstärke? Wenn ich ein Haus verkaufen will, dann lasse ich das doch nicht so klingen, als ob das Haus auseinanderbricht, wenn ich weggehe. With an introduction, but as she records, she captures this. Wow, it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this beautiful vintage 1962. Hab grad kurz einmal auf dem Stream geguckt, was war. Beautiful vintage 1962. Hat sie was gehört oder gesehen? Oh, sie hat das Skript vergessen. Wow, it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this vintage 1963 bungalow. Also ich glaube nicht, dass sie das, sehr, sehr easy zu faken. Aber wenn sie wirklich eine Maklerin ist und dieses Haus verkaufen will, weiß ich nicht, ob das eine Wertsteigerung ist, wenn man so tut, als ob das Haus verflucht ist. Boah, dieses Haus ist aber auch laut. Go ahead, do it again. You're on camera. Ich komme nicht drum rum, dass dieses Haus fucking halt wie sonst. Das ist ja scheinbar sogar eingerichtet. Weil du gehst da rein. Nee, da hängen ja auch Bilder und alles. Du gehst da rein, bist du, ja, das ist ein schönes Haus. Und hörst mir gerade ein Haus. Ist schon ein leichtes Echo hier. Hier. Das ist viel zu laut. Das klingt so brüchig. Open this door. Sie versucht gleich den Geist herumzukommandieren. Go ahead, open this door. Als Geist gar keinen Bock drauf. Würde ich nicht machen. Als Geist wäre ich so, ich mache das, wann ich will, mit den Sachen, die ich will.
Go ahead, do it again. I'm not scared. Ich habe das Gefühl, das Video hätte man kürzer schneiden können. Und ihr dacht, ich habe Witze gemacht mit den Sounds, die ich eben abgespielt habe. Die Sounds eben waren nicht so schlimm wie diese Sounds, gerade vom Geräuschpegel her. Fearing for her safety, the realtor bolts out of the house in a panic frenzy. Something very strange, as she says, took place. Now, something else happens in this video that the realtor missed. Ich meine, ich traue auch zu, dass das Fake ist. Ich weiß nicht, ob das eine Taktik wäre, um das Haus zu verkaufen, indem man so tut, als wäre es verflucht, weil es Leute gibt, die das wollen. Aber für mich wirkt es eher, dass ein Haus... Also wenn ich jetzt sagen würde, ich will das, weil da Geister sind, würde ich trotzdem versuchen, es günstiger zu kriegen, weil da Geister drin sind. Ich glaube nicht, dass du damit es hinkriegst, so ein Ding gut zu verkaufen. On the first viewing, and it happens somewhere in the beginning. On her second take. Würdest du als Horror-YouTuber dazuschlagen? Nein, weil der Boden klingt fucking brüchig. Der Boden klingt so saubrüchig, als ob ich da gleich durchkrachen würde. Before the door opens, one of the portraits on the wall starts to change. 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this vintage 1963. Ja, das ist so fake. Das ist so fake. If you look closely, you'll notice that the face in the picture begins to darken. But after a couple of seconds, it changes back. The realtor hadn't seen this when it happened, but if she had, she would have freaked out, as she says. Now, it's worth noting that she came to this house earlier that day and was already feeling creeped out during her time there. Join me on a tour of this charming 3.5... Join me on a tour of this charming... She was showcasing the property to a couple of clients when doors all of a sudden started opening on their own. It's unknown if 100% gefälscht. US-Häuser haben zu 80% keine Feuermelder, erst recht nicht. Ja gut, ich weiß nicht, ob die Feuermelder normal sind oder nicht, aber ich glaube nicht, dass das der größte Fake ist. Ich glaube, das ist alles nicht... Also es ist sehr leicht zu faken, was sie da gemacht haben. she'll continue to sell the house. But if she does, viewers have commented that a substantial discount on the price would be necessary. Like most videos, there has yet to be an explanation for what happened. Also für mich, ne, gefaked. Weiß nicht, welchen Sinn sie dahinter sieht, das zu In the faken. following video, Wer es a sonst man is verkaufen will, alone aber inside okay. a house when something very strange is caught on camera. The man in this video is currently remodeling his home with the help of his friends. But according to them, they don't like this house, and for good reason. Ever since working on the property, they've been experiencing unusual occurrences. A common one is hearing faint whispers that resemble a child's voice. One night, the man is alone at home watching videos on his phone when a faint voice is heard speaking. He immediately starts to record to capture the whispers that his friends talk about. But as he films, he captures this. Wenn ihr in einem Haus leben würdet, das verflucht ist, würdet ihr ausziehen? Oder wärt ihr so, bei den Wohnungspreisen gerade, da kriege ich nichts günstigeres? Auf jeden, nee, ja. Oh, Dovi, du willst ausziehen? Ich würde das weiter beobachten. Verkaufen. Wenn ihr es verkaufen würdet, wärt ihr so ehrlich und würdet sagen, warum? Wenn ihr ängstlich, no, du ganz ängstiges. Würdet ihr erzählen, warum ihr ausgezogen, also würdet ihr so sagen, ey, das ist verflucht? Oder wärt ihr so, nee, fick den Nachmieter, mir doch egal. Ich hätte irgendwie ein schlechtes Gewissen, das zu verkaufen und dem Nachmieter nicht zu erzählen, dass es vielleicht verflucht ist. Andererseits würde ich mich natürlich komisch fühlen, weil ich dann wirke wie ein absolut Verrückter, aber ich würde ausziehen. Ich würde mich ausziehen, wenn ich einen Geister sehe.
No whispers are heard on camera, but a loud noise is heard instead. It turns out that a plate fell off the counter. The man reckoned that a rat had accidentally knocked it over, but only a few nights later, he uploads another video showing something that makes this incident quite concerning. Watch. Aber bisher sehe ich noch nichts Übernatürliches. I'm doing construction work at my house by myself, and my phone starts going off. I start getting these notifications that a person's been detected in my house. 6 minutes ago, it says someone was here. Look, there's nobody here. Yeah, there's no one here. I don't understand. I noticed yesterday. Allein deswegen schon keine Überwachungskameras. Ne? Die können Fehler haben und deswegen die Anzeigen, ne? Oh, Bewegung gemeldet, Bewegung beobachtet. Und weißt du, ich hätte so Angst, wenn meine Kamera so einen Fehler einfach nur hätte. There was people detected too, and so I checked the cameras on yesterday's video. Okay, hold on. Okay. Alright. Here, check this out. Look, no one. And then watch. Watch this. Look. And then it just disappears. And then I check the second camera in the room and check this out. Look. Das Video finde ich cool. Das Video finde ich sehr cool. Gehen wir jetzt mal davon aus, es ist nicht gefaked, sondern es ist echt. Das Video finde ich sehr cool. Diesen Schatten am Boden, der einfach reinfällt und raus, das finde ich sehr cool. Das ist eine sehr coole andere Art von Geisterheimsuchung, die wir sonst haben, ne? Etwas fliegt runter, eine Tür geht auf oder so. Ja, das 1000-mal gesehen, 1000-mal mitgekriegt, ne? Aber das finde ich gruselig. Das finde ich gut. Even the second camera, which is also in this room, shows that nothing is obstructing the light. If something had been in front of it, the shadow would have made sense. Now the video becomes creepier when looking at the shadow itself. Viewers noted that the figure has a crooked neck. The way it's bent, according to them, is similar to that of someone who took their own life using a rope. Not knowing what else. Noch ein Grund, sich nicht zu erhängen, ne? Abseits davon, dass es für alle Probleme eine Lösung gibt und Therapie hilfreich ist und so. Stell euch vor, man nimmt sich auf diese Art das Leben und dann ist man als Geist die ganze Zeit, muss so oder die ganze Zeit rumlaufen. Das würde so abfacken. To think the property owner has been feeling uneasy. He has yet to explain this, but given what occurred in the video before, he can't help but think that something unexplainable is going on. Just what exactly was caught on camera? Now the following video was taken back in 2016, and it seems that not many people have seen this footage, but despite not having many views, the video is still pretty creepy. The person recording this is known as Leon, and it was just then that something very strange happened with his wardrobe. Leon records this video, hoping that it happens again. Leon waits patiently, yet nothing happens. He swears that only a couple minutes ago, the cupboard was moving on its own, but unfortunately, as he records, nothing unusual occurs. That is, until Leon shows the inside of his wardrobe. Take a look. Ich habe Angst, dass wieder ein Fake-Video ist, was hart gefaked ist, wo jemand drin steht. Das ist ja gruselig. Now there's a reason as to why there's a clown doll in the closet. Leon says it's because of an incident that... Das ist einfach, okay, also bisher, ne? Ja, gruselige Puppe, aber wie gesagt, ich habe zwei Großeltern, die jeweils unfassbar viele verstörende, gruselige Puppen in der Wohnung hatten, weil das früher in war. That occurred a few nights ago. He doesn't exactly say what happened, but ever since then, he's put it in the closet to prevent whatever happened. Now getting rid of it would be a better idea, as he says,
but it's a pricey heirloom that his family values, so trashing it is out of the question. Die fucking Puppe ist ein wertvolles Erbstück. Die fucking gruselige Clownspuppe. Warum waren die damals so? Die waren halt damals auch so diese Bilder von diesen weinenden Kindern, wozu es doch dieses Mysterium gibt, wo Häuser abgefackelt sind. Die waren damals, die sind da hingegangen, waren so, oh, ist das ein 4-jähriger Junge, der extrem stark heult? Das könnte ich mir ins Esszimmer hängen. Ist das eine fucking gruselige Clownspuppe? Die würde sich super auf der Anrichte machen. Das war damals irgendwie in. Du hast doch auch Masken hinter dir. Erschreckst du dich? Nein, ich erschrecke für diese Masken nicht. Die sind ja auch cool. Wenn ich da so eine fucking Clownspuppe hätte, finde ich die gruseliger. However, as Leon continues to record, something happens that prompts him to get rid of it. Watch. Acá el ropero donde mi mamá guarda es este. La entiende mucho. Es que una persona cuando se está enferma hay que entenderla. Porque solamente el sufrimiento que pasa la persona. Ahí está hinchando la bola. Sí, sí, ahí estamos viendo. Más a la noche, sí, tiene más actividad a la noche. Bueno, vamos a abrir a ver qué. Ich finde schön, dass die Oma oder die Mutter von ihm einfach so reagiert. Ah, jetzt macht er das schon wieder. Weißt du, dein fucking Schrank bewegt sich von alleine, ist vielleicht von einem Geist besessen und deine Reaktion darauf ist so, jetzt macht er das schon wieder. Seht ihr, jetzt geht das schon wieder los. Mann, Mann, Mann. Und da guckt sie weiter Fernsehen. Ja, ¿viste? Ahí como que... Sí. Bueno, pero tengo que abrir los cajones para que se vea que acá hay papeles y que hay ropa y que no hay nadie que pueda meterse adentro y vamos a abrir. Der ist aber auch fucking dunkel, der Schrank. Acá está el payaso. Warum hat er auch den Clown da so reingesetzt? Leg den doch in die scheiß Box und macht die zu. Feeling doubtful that something would happen, Leon captures this. The wardrobe begins to shake vigorously. Like someone trapped inside, the dresser rocks back and forth as though whoever or whatever's inside is struggling to escape. But as we just saw, nothing is found to explain the movement. Stellt euch mal vor, ihr habt so eine Tante, so eine Großtante, die ihr noch nie im Leben gesehen habt. Und die stirbt und die war sehr reich. Und sie vermacht allen aus der Familie was. Und ist dann so, dir, Luisa, vermache ich meinen ganzen Schmuck, den ich über die Jahre angesammelt habe, im Wert von 17.000 €. Dir, Jonathan, vermache ich das Haus am Gardasee. Und dir, mein lieber Michael, der immer da war, an den ich immer gedacht habe, du kriegst die fucking gruselige Kack-Clownspuppe, die eventuell von einem Geist heimgesucht ist. Das ist mein wichtigstes Erbstück. Viel Spaß damit. Wehe, du machst sie kaputt, dann werde ich dich heimsuchen. Das ist so ein wichtiges Erbstück, was du unbedingt behalten willst in der Familie. Weißt du, fuck dieses Erbstück, wenn es wirklich verflucht ist. Scheiß da drauf. Leon even shows the space around to show that no one is behind. Como pueden ver acá, el ropero. Hat die Oma da einen Nerf oben drauf liegen gehabt? No hay nadie como para que... Das ist tatsächlich schwieriger zu faken. As with all videos, this one is pretty strange. But let me know your thoughts on the footage. Just what exactly was causing the wardrobe's movement? Finde ich interessant. Ich kann da nicht gut in den Schrank gucken, aber fand ich ein interessantes Video. Das und das davor vielleicht beide It's around interessant. 5 p.m. when a mother and daughter watch TV in the living room. Having the house all to themselves, they thought it'd be a good idea to watch some cartoons, as earlier they were feeling a bit spooked. For some reason, Nadine Beckett and her daughter Blake couldn't help but feel uneasy. They continue to watch TV when suddenly things take a very creepy turn. Warum filmt sie das? You okay? There's nothing you can do or say to change that. Do you want me to go open the door? Why? No? Sucks for you. Okay. Okay, I'm honestly freaking the f
and I don't know what to do. Just a couple minutes. Film das nicht. Film. Das ist jetzt gerade kein TikTok-Content. Deine Tochter hat Angst. Film das nicht. Das ist kein TikTok-Content. Das ist nicht, oh Leute. Ey, was geht, meine lieben Freunde? Was geht, Fam? Denkt dran, auf den Like-Knopf zu klicken. Abonniert, klickt auf die Glocke. Meine Tochter hat Hammerangst vor einem Geist. Ich weiß nicht, was ich tun soll, ne? Wir gucken da gleich nach und vielleicht stirbt sie heute. Das ist jetzt nicht der Moment, um TikTok-Scheiße zu machen. In diesem Moment, wo dein Kind Panik hat, sollte dein Fokus darauf liegen, dich um das Kind zu kümmern und deine ganze Aufmerksamkeit darauf zu richten. Nicht auf dein fucking scheiß Handy. Go. I got up and I closed my door because she kept pointing to my room saying, Mommy, Mommy, someone's over there. And she was terrified. She was terrified. Of course, freaking me out. So I went over there and she just said, no, Mommy, come here, Mommy, sit, Mommy, don't go over there. And so I called the dog and I closed the door. And as you can see, dude, she's still terrified. Close the door and as you can see, wie ihr seht, sie ist immer noch absolut verstört. Sie ist absolut terrified. Guckt sie euch an. Seht ihr, wie verstört sie ist? Und sie sitzt da und ist so, das ist aber eine interessante neue Folge SpongeBob. Ich mag den gelben Schwamm. Wie ihr seht, sie ist immer noch terrified. Ich frage mich, was die heute wieder anstellt. Das, meine Leute, das ist der Blick von purer Angst. Nicht von einem Kind, die Cartoons guckt und leicht abgefuckt ist, dass die Mutter die ganze Zeit labert. Dude, she's still terrified. As Nadine says, her daughter claims to have seen someone standing at the door. It isn't often the case that her daughter gets this scared, unless someone or something was causing her to feel this way. But Nadine had no idea why she was so frightened, as nothing was there when she pointed at the door. The space was entirely empty. Nadine further adds that prior to this video, she had taken the following footage. Watching it again, she believes it might have some connection to this incident. Warum hat sie so Angst? Warum übertreibt sie so? Yuki macht das auch manchmal. Dass sie irgendwas findet, was sie ablenkt, weil sie irgendwas Doofes sieht, weil sie, weiß ich nicht. Manchmal ist Yuki ein kleiner Trottel und dann erkennt sie Sachen nicht. Zum Beispiel sieht sie einfach einen scheiß, weiß ich nicht, Hydranten und denkt sich so, so sind Hunde halt, Und Kinder haben Fantasie. Warum ist sie jetzt so? Once again, Nadine begs the question, what exactly was being seen? Hey, wollen wir heute grillen? Nadine. Neither her dog nor her daughter appeared to see anything, which understandably was disconcerting. But her sense of uneasiness becomes intense after deciding to investigate the space where her daughter had seen the figure. Watch. Blakey, Mommy's gonna go open the door, okay? I'll be right back. It's okay. Willkommen in der Familie. Warum musst du das filmen? Warum musst du das filmen? Warum musst du das filmen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe ich weiß nicht, ob es für TikTok ist. Ich vermute es. Ich verstehe nicht, wieso Leute das tun. Warum? Oh. Dein Kind hat gerade Angst und guckt gleichzeitig Cartoons. Also die Angst ist jetzt nicht so groß. Das Kind ist so toll. Das Kind ist so, nein, Mama, bitte nicht. Bitte nicht, Mama. Und dann ist sie so... Ja, auf jeden Fall, die Werbung ist jetzt auch wieder vorbei. Ich würde dann gerne weitergucken. Also, Mama, mach mal, was du denkst, ne? Aber bitte... Das Kind ist sofort wieder... Jo, alles klar, Mama, Mama. Peppa Pig geht weiter. I'll be right back. Your face. Dude, what the fuck? It's okay, baby. It's okay, baby. Aber in die Kamera gucken. It's okay, baby. Okay. It's okay. It's okay.
Okay, tell me I'm not... Like before, nothing is there. Feeling twice as scared now, Nadine uploads the video and the footage before in the hopes of getting an answer for this creepy situation. Nee, nicht in the hopes of getting an answer. Sie hat die Sachen nicht hochgeladen, um eine Antwort zu kriegen, was da vor sich geht. Sie hat die Sachen hochgeladen für Aufrufe. Doofe Mutter, kümmere dich um dein Kind und nicht... Ach, meine Fresse. If nothing had been around, then what exactly was causing her dog and her child to be on edge? As always, let me know your thoughts on this one. In this next video, a woman immediately starts to record. Unsere Tochter ist 3 und hat Angst, wenn die Vorhänge auf sind, sobald es draußen dunkel wird. Man kann halt nichts erkennen draußen, sie hat Angst, da sind Monster. Lösung, haben wir den Wecker auf 10 Minuten vor Sonnenuntergang gestellt und ziehe alle Vorhänge zu und machen in allen Räumen mindestens ein kleines Licht an. No. Ja, wie gesagt, Kinder haben halt Fantasie, Kinder haben vor vielen Dingen Angst. Die Angst von Kindern vor dem Monster im Keller, dem Monster im Schrank, dem Monster unterm Bett ist ja keine begründete Angst. Das ist ja nichts. Es ist einfach eine Angst vor dem, was im Dunkeln nicht sichtbar ist. Eine Angst vor dem, wo deine Fantasie dir nur sagen kann, was da ist. Das heißt nicht, dass das Kind da was gesehen hat oder so. Das Kind hat halt einfach Angst vor einem dunklen Raum. Und dann wahrscheinlich war das auch so das Elternschlafzimmer. Dann ist es ja ein Raum, wo das Kind wahrscheinlich auch nicht so häufig drinne sein wird. Und vor solchen Räumen hast du als Kind Angst. Her dog after seeing them perform a trick. Das sind schöne 3 Pixel. As the video continues, it appears that nothing peculiar stands out in the footage, or at least it seems like that. While initially not much happens in the beginning, it's what happens later that makes this video quite strange. Now it's worth mentioning that the footage was submitted to me with a bit of info. The woman who took this video was alone at home with her 2 dogs, both of which have been helping her grieve. Only a month ago, one of her dogs had passed away. This loss was so painful considering how close she was to Sadie, a dog who she says felt very much like her own child. Hunde sind so toll, ich liebe Hunde. Was ich immer hasse, ist so, ich hatte das heute, ich habe für Yuki Futter gekauft im Tierfutterladen und da waren wir an der Kasse und die hatten einen Hund dabei und der Hund kam zu mir, weil er gestreichelt werden wollte und dann haben sie den Hund so zurückgezogen und waren so, nein! Und ich war so, doch, nicht nein sagen. Lass diesen Hund zu mir kommen. Ich will das. But this grieving process was suddenly put on hold after noticing something odd in this video. It was during this recording that she captured this. Oh, der kleiner Wuffer. Out of nowhere, something appears in the background. It's there momentarily before vanishing from sight. Yet it seemingly appears when the woman calls out to her other dog. Ich weiß, in welche Richtung es geht. Das ist der Geist von Sadie, der immer noch da ist. Und der Geist von Sadie, der gekommen ist, weil sie gerufen hat. Und dass der Geist von Sadie noch da war und sich noch verabschieden wollte. Sowas ist schön. Wenn diese Frau das glaubt, ob man es jetzt glaubt oder nicht, wenn sie daraus einen Abschluss findet oder dass ihr dabei hilft, den Schmerz zu verarbeiten, dann ist das was Schönes und dann freut mich das für sie. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das glauben würde als ein Geist, der da war, ein Geisterhund, aber ich freue mich für die Frau, wenn dir das hilft. This specific detail is important, as it's led the woman to believe that the so-called unusual figure was not something random, but rather her dog Sadie. Perhaps the supposed spirit of Sadie had thought her owner was calling her over. Although initially baffled by this footage, she writes that it now serves as a source of reassurance, that Sadie is still with her, like she has always hoped. Es freut mich für sie, wenn sie daraus Kraft you ziehen be the kann. judge on what was captured here. Now the following video was posted by a mother who's concerned for the safety of her daughter. It was just recently that something Die Tochter stand da, als ob sie gleich jemanden auf die Schnauze hauen will. This recording was taken inside her bedroom where other strange occurrences have happened.
A common occurrence is her daughter looking scared at a specific spot inside her room. The mother states that it's almost as though something is there. Kennen wir Whatever it schon? might Ich be, kenne das It's nicht. causing her to feel extremely unsettled. One time, she came bolting into her mother's room after claiming to have heard a woman scream. The mother was baffled as she didn't hear anything when it happened, but when looking at the footage of when it took place, she saw this. Ich stehe halt echt, als ob sich jemand auf die Schnauze hauen will. A scream all of a sudden is heard on camera. Das war ein The shriek gruseliger had Schrei. seemingly come out of nowhere. Her daughter in absolute fear. Wie ist sie auch weggesprintet. Das erinnert mich auch an ein Schiff. Das ist ein, warte mal. So ist sie weggelaufen. Daran hat es mich erinnert. Woran hat es Duffy erinnert? Ah ne, Duffy hat es hieran erinnert. Duffy hat's hieran erinnert. Aber ich fand das, wo ihre Arme Runs out as auch fast as so. possible. Now while Ja, die Arme so. it could be that someone hacked the camera, Hörte sich- the mother doesn't think Das stimmt, es hörte sich ein bisschen an von der Tonqualität wie der Lautsprecher, der vielleicht an der Kamera dran war. Das könnte sein. Aber dann, ne, dann ein riesiger Mittelfinger und fick dich an die Eltern, wenn die tatsächlich ihre Tochter verängstigen für ein Video fürs Internet und über die Lautsprecher der Kamera so einen Schrei abspielen. Dann ein ganz großer Given her Mittelfinger. daughter's strange behavior from before and other odd occurrences, she thinks that something supernatural occurred. But as always, what are your thoughts on this? Is this evidence of something paranormal, or is it something else? If you caught something creepy on Nein. camera, or if there's any ghost videos you'd like me to check out and include in the Vielleicht next wurde die ja compilation, gehackt. Kann auch sein, you dass sie can send gehackt them over wurde. to scaryvideos444@gmail.com. That being said, let's get back to the video. 2. It's late at night when a group of friends record footage inside a house that they're deeply afraid of. The house in question belongs to the grandparents of one of the friends. His name is Alex Sample, and he believes that something unexplainable was encountered by him and his two friends. During the time of this recording, Alex's grandparents were on vacation, so no one else was home except them. But despite having each other as company, they couldn't help but feel scared. The house had a strange ambience. Now this feeling of unease only got worse because after a couple of hours, this happens. Okay, so we heard something upstairs. Bro. You're joking. Go. Fuck that. Go. Where's the light? Alex? Bro, it's so cold up here. So, No. can we go home? What the f? Bitch. Turn it off, bro. Ist bei Alex, TikTok, ich trau what dir the- nicht. Bruh. Bro. Oh. Strangely, a musical carousel plays Ja, on its ne, own. leicht The three leicht friends zu have no faken. clue as to how the musical toy could have gone off by itself. The atmosphere of the place, combined with the feeling of unease they experienced beforehand, ultimately brought them to the conclusion that this was paranormal. But whether or not that's so, this video is still pretty creepy. If no Naja. one had touched the carousel, then how exactly did it start playing? Kann gut faken, ne? Und die Puppe weiß ich auch nicht. Also, On weiß July ich nicht. 20 of 2023, a radio station in South America was airing a live broadcast that left many viewers feeling disturbed. The footage was broadcast online, so those who tuned in were totally creeped out. In the broadcast, viewers were introduced to a special guest named Antonio Zamudio, who according to the host is someone who's had a history of paranormal experiences. Antonio talks about these experiences, but when he talks about one instance involving a clown doll, the whole studio goes quiet. Viewers could tell that the atmosphere in the room had changed. Everybody was feeling unsettled, and even more so when Antonio showed footage of the clown doll. In the video, Antonio shows a close-up of the clown, which he says was given to him by a family who found it at a garage sale, but after they took it home,
Things got very strange. Fucking He Video. decided to give it to Antonio, given his experience with the paranormal. Ja, die nehme ich mir nach Hause. Die ist hübsch. Die ist hübsch. Die passt ins Kinderzimmer. But one night, after setting up static cameras to record the doll in case anything strange happens, he captures this. Somehow, the doll moves on its own. Die Puppe so, es ist 3 Uhr nachts und die Puppe so. Jo, heute meine Zeit wieder gemacht. So, super. Zurück zum Spot. Looking closely, it appears to move by itself at an upright position before running across the room. Understandably, Antonio was just as baffled as he was. Ja, wenn du das siehst, gehst du am nächsten Tag zu deiner Puppe und Gone! Terrified. It made sense now as to why the family seemed utterly spooked about this doll. Something wasn't right with it. To this day, Antonio says that he keeps it locked up in a glass case, given what happened that night. It's unknown if anything strange has happened since then, but until any updates are given, the question remains. Just how exactly did the clown doll move on its own? Was hatte die Radiosendung damit zu tun? Die Radiosendung hatte nichts damit zu tun. And I hope you enjoyed. Also, aber ja, schön, dass also? If you haven't already done so, please subscribe. Ja. Die ist so creepy. Also die Puppe ist gruselig, ne? Die Puppe ist gruselig, aber wenn ich sie halt hätte laufen sehen mit einem HD-Bild, wo ich alles erkenne, yo, wenn ich das sehe, dass ich mir 2 Pixel ansehe, die über den Bildschirm zoomen, naja, fällt mir ein bisschen schwer, da was hinter zu sehen, aber ich möchte natürlich niemandem vorwerfen, dass er lügt, ne? Wäre ich denn, wenn ich das tun würde?